Heute wäre um ein Haar mein letzter Tag gewesen. War es dann aber doch nicht. Einer meiner Vorsätze hat mir das Leben gerettet. Belächle nie deinen Instinkt. Wenn sich etwas gefährlich anfühlt, dann gibt es einen Grund dafür. Die erste, kleinere Höhle ist in Toteis, ein heute vom Gletscher abgetrennter Rest. Die Gletscherzunge ist noch ein gutes Stück weiter oben. Das Problem in alpinen Regionen ist, dass man Gefahren oft erst dann erkennt, wenn man mittendrin ist. Eine spezielle Gefahr in Höhlen ist besonders heimtückisch. Lautlos, unsichtbar. Diese Kathedrale wird im Sommer wohl zusammenbrechen. Sicher, Gletscher sterben immer wieder mal, aber natürlich langsam. Das, was jetzt passiert, ist ein Herzinfarkt. Das Wasser kommt von weiter oben, das Eis schmilzt unter dem aktiven Gletscher. Wegen dem gigantischen Druck auf dem Boden, selbst an den kältesten Tagen. Ich verspreche meiner Frau immer aufzupassen. Daran halte ich mich, eisern. Die Gletscherhöhlen sind anders als die im Toteis. Der Gletscher bewegt sich, steht unter gewaltiger Spannung. Ich nehme mir Zeit, schätze mit Augen und Ohren die Situation ein. Hier sind Hunderte von Tonnen massiver Eisblöcke von der Decke gefallen, vermutlich im Sommer. Jetzt ist es totenstill, kein einziger Knack, nichts. Es ist minus 15 Grad Celsius und vollkommen windstill. Das ist auffällig. Aber ich ziehe noch nicht den richtigen Schluss. Fehler. Einer tödlichen Gefahr bin ich mir überhaupt nicht bewusst. Trotz guter Vorbereitung. Man liest so wenig darüber. Dann beginnt es. Etwas ist faul, wie Mundgeruch. Der uralte, sterbende Gletscher atmet mir direkt ins Gesicht. Wortwörtlich, es riecht wirklich nach uraltem Mundgeruch. Mir stellen sich die Nackenhaare auf. Genau jetzt.
Ich weiß nicht, warum mein Instinkt Alarm schlägt. Ich kann die Gefahr nicht erkennen. Im Nachhinein wird es ziemlich klar. Alle Anzeichen deuten auf dasselbe hin. Erstes Anzeichen. Das Kameraobjektiv beschlägt sofort. Das heißt, ich betrete einen Bereich mit klar abgetrennter Luft, mindestens 5 Kelvin wärmer. Ich merke noch nichts davon. Zweites Anzeichen. Der seltsame Geruch verschwindet wieder. Vermeintlich. Eine heimtückische Eigenschaft von Schwefelwasserstoff. Er betäubt den Geruchssinn. Ein Nervengift. Ich merke noch nichts davon. Das schlechte Gefühl wird stärker. Etwas stimmt nicht. Ich entscheide, das hier abzukürzen. Rein, filmen, raus. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich in einen See aus Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff hinabsteige. Drittes Anzeichen. Das, was es so extrem gefährlich macht. Meine Koordination lässt nach, aber ich merke es nicht. In den Aufnahmen sehe ich es im Nachhinein ganz gut. Viertes Anzeichen. Ich bin erschöpft, beginne zu schwitzen, bei deutlichen Minustemperaturen. Es ist halt anstrengend hier, denke ich. Reiß dich zusammen. Rein, filmen, raus. Und dann verliere ich ein Steigeisen und rutsche natürlich geistlich aus. Murphy's Law. Ich bin echt erschöpft. Du bist zum Filmen hier, also zieh es durch. Die folgende Szene ist nicht gestellt. Sie ist so echt wie meine blauen Flecken. Verdammt so. Hä? Jetzt bin ich am tiefsten Punkt. In der Bildmitte sieht man Geschiebelehm des Grundmoränenmaterials. Vermutlich kommen die Gase von dort. Das Problem von Sauerstoffmangel ist, dass es erstmal gar nicht so unangenehm ist. Man wird gleichgültig und sogar leicht beschwipst. Also mache ich weiter. Ein kleines bisschen high sogar. Das war das 5. Anzeichen. Filmen ist meine Leidenschaft, weißt du? Ich habe spaßeshalber sogar einen eigenen schrägen Filmstil entwickelt. Kennt noch niemand, nur meine Frau. Es gefällt dir, sagt sie. Sie mag mich halt. Wie es zu diesem Stil kam und was dahinter steckt, erzähle ich im Film über die Meteore.
shame to feel that you Etwas anders als nicht unangenehmer Sauerstoffmangel ist ansteigender CO2-Spiegel im Blut. Darauf reagiert das Nervensystem sofort mit Alarm. Ich denke, das ist es, was ich genau bei dieser Szene zunehmend spüre. Rein, filmen, raus. Höchste Zeit für raus. Jetzt. Sobald ich den Bereich wieder verlasse, ist das Kameraobjektiv wieder klar. Das fällt mir am Abend zu Hause auf, beim Sichten der Aufnahmen. Und meine roten Augen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Muskelschmerzen, das waren Anzeichen 6 bis 9. Dann merke ich endlich, was los war. Ich bin dankbar, dass ich dort unten nicht wie geplant hingesessen bin für eine längere Pause. Es hätte meine letzte Pause werden können. Belächle nie deinen Instinkt. Er hat sich über Millionen Jahre entwickelt. Durch natürliche Selektion. Exakt zu sein ist nicht immer einfach. Exakt ist, dass ich das alles nur vermute. Ohne Messungen von Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff bleibt es reine Spekulation. Ich könnte mich also königlich blamieren. Trotzdem habe ich die Bergsteigerschule Pontresina informiert. Ein Bergführer rief mich sofort an. Er nahm meine Beobachtungen ernst. Sie waren vor ein paar Wochen auch in dieser Höhle. Es hatte hinten eine Frischluftöffnung. Ich fand sie nicht mehr. Sie ist eingestürzt. Luftdicht. Aber diese Eishöhle betreten sie sowieso nicht mehr mit Gästen. Schon vor meiner Warnung. Instinktiv. Bergführer haben echt was drauf. Besonders die Älteren. Natürliche Selektion. Er erinnerte sich, dass auch er sich schon nach tieferen Eishöhlentouren auffallend schlecht gefühlt hatte. Vielleicht habe ich es mir also tatsächlich nicht nur eingebildet. Eigentlich wollte ich ja noch die schönste Eishöhle filmen, aber ich kann nicht mehr. Früher Abbruch. Nach 6,5 Stunden schon wieder zurück beim Auto. Bye bye, Morteratsch. Projekt zu Ende? Nein. Ich plane, dass ich in einer Woche wiederkomme. Abfahrt 5 Uhr morgens. Beim ersten Tageslicht wieder bei den Eishöhlen. Allein. Ich werde aufpassen. Wie immer. Natürliche Selektion.